In diesem Video möchte ich dir zeigen, wie man in Procreate malt. Wir haben uns ja im Einführungsvideo, ich verlinke das hier einmal, schon viele Funktionen angesehen, aber ja, so richtig gemalt haben wir noch nicht. Und genau das werden wir jetzt einmal hier machen. Du siehst hier, ich habe schon mal einen Pilz gemalt. Und genau den werden wir jetzt auch erstellen und anschließend das Ganze in einen Sticker verwandeln. Ich denke mal, das wird ein zweiteiliges Video werden, weil das sonst extrem lang sein wird, wenn wir die einzelnen Schritte hier durchgehen. Also, ich gehe jetzt hier nochmal in meine Galerie, beziehungsweise in diesen Stapel, in dem ich den Pilz und meinen Regenbogen drin habe und klicke hier oben rechts auf das Pluszeichen, um dann eine neue Leinwand zu erstellen. Ich werde die Leinwand hier in 3000 x 3000 erstellen, ja, deswegen gehe ich hier einmal drauf und dann haben wir auch schon ja die Grundlage geschaffen. Ne? Hier kann ich jetzt auswählen, welche Farbe mein Hintergrund haben soll. Dazu gehe ich hier einmal auf meine Ebenen, gehe hier auf Hintergrundebene und dann kann ich hier direkt auswählen, wie die Leinwand aussehen soll. Ich nehme jetzt irgendeine beliebige Farbe. Es geht eigentlich nur darum, dass man das ein bisschen besser sieht hier im Video. Deswegen irgendeine Farbe hier, vielleicht, ja, darf auch ruhig sehr hell sein, ja. Einfach nur, damit du das besser sehen kannst. Im nächsten Schritt, ganz wichtig ist, dass du für jeden Teil des Pilzes eine Ebene anlegst. Ja. Wir werden das jetzt erst einmal vorzeichnen, jedes Teil auf eine Ebene legen und dann werden wir es mit Farbe füllen, schattieren und so ein bisschen Tiefe verleihen, damit wir dann hinterher einen kompletten Pilz haben. Ich fange jetzt einmal an mit der Kappe. Dazu nehme ich mir hier eine dunkle Farbe. Du kannst natürlich auch irgendwie ein Rot nehmen oder Grün oder was auch immer dir gefällt. Es geht wirklich nur ums Vorzeichnen, deswegen spielt jetzt die Farbe noch keine Rolle. Als Pinsel habe ich hier den Rounded Liner. Das ist ein Demo-Pinsel von TGTS. Ich verlinke das hier unter dem Video. Wenn du dich damit gar nicht aufhalten willst, kannst du auch hier aus dem Ordner Sketches kannst du immer den Pinsel Monoline nehmen. Der ist hier schon bei Procreate mit drin. Also hier unter Skizze zum Beispiel findest du auch Peppermint oder Derwent und Procreate Pencil. Die sind auch alle ganz prima zum Vorzeichnen geeignet. Also wie gesagt, ich nehme jetzt hier den Pinsel und fange einmal mit der Lippe des Pilzes an. So, jetzt kann ich auch gleich testen, ob die Form geschlossen ist. Wenn ich das nämlich nicht richtig gemacht habe, also wenn ich hier die Form nicht geschlossen habe, dann kommt die Farbe überall auf meinem Papier. Ich mache die wieder zurück. Ich zeige dir das einmal. Ich mache jetzt hier ein Plus für eine zweite Ebene, auf der ich jetzt hier die untere Lippe male und zeige dir einmal, wie das aussieht, wenn das nicht geschlossen wird. Also eigentlich würde ich ja jetzt hier, die zweite Ebene, Pinsel brauche ich auch noch, gehe hier auf die zweite Ebene so. Und wenn ich das jetzt hier so mache, ja, wird ja reichen, ne, ist geschlossen, also sieht man ja nicht mehr. Und ich fülle das dann hier, dann füllt sich das ganze Blatt. Und das möchte ich natürlich nicht. Deswegen 2 Finger, einmal wieder zurück. Und das möchte ich auch irgendwie nicht, was da jetzt drin ist. Deswegen, ich lösche das nochmal. Erstelle eine neue Ebene. Und mal hier nochmal das Ganze jetzt komplett. Also, und schließe diese Ebene auch direkt. Ja. Jetzt ist sie geschlossen. Ich weiß, das sieht erstmal alles ein bisschen seltsam aus, ne? Diese Vorzeichnung, die brauchen wir gleich. Deswegen mach dir darüber gar keine Sorgen. Wir machen das jetzt einfach einmal hier genauso weiter. Auch wenn man jetzt hier Linien sieht, die man eigentlich sonst nicht sehen würde und so weiter. Da kümmern wir uns gleich drum. Okay, eine weitere Ebene. Jetzt kriegt der Pilz hier seine Lamellen, seine Schürze. Jetzt habe ich einen Punkt gemacht. Okay. Nochmal rein. So.
Auch die Größe kann man gleich alles noch verändern, deswegen erstmal keine Sorgen drüber machen. Mache hier nochmal Plus. Und jetzt mache ich hier den Stiel. So, jetzt ist jeder Teil des Pilzes auf seiner eigenen Ebene. Und jetzt kann ich das Ganze noch ein bisschen anpassen, indem ich hier die verschiedenen Ebenen anwähle und hier auf mein Transformieren-Werkzeug gehe. Jetzt kann ich das hier noch ein bisschen schieben, dass das mit dieser Lippe besser passt, oder ich kann es sogar drehen. Schauen wir mal, ne, dass das hier hübsch aussieht. Na, so ist das doch schon prima. Den ganzen Pilz drehen wir hinterher auch. Das ist noch ein bisschen windschief, ne, nach links, aber es ist jetzt gar nicht schlimm. Kann ja so gewachsen sein. Ne? Ich mache jetzt Folgendes. Ich tippe hier auf das weiße Kästchen hier unten. Das heißt, alles andere außer meiner Pilzkappe ist jetzt ausgestellt. Und im nächsten Schritt gehe ich jetzt hin und male meine Pilzkappe. Das heißt, ich nehme jetzt auch die Farbe, die die Kappe haben soll letztendlich. Ein schönes Rot. Und mal das Ganze dann noch einmal nach, und das mache ich wieder auf einer eigenen Ebene. Jetzt habe ich hier Ebene Nummer 5 und zeichne darauf noch einmal die Kappe nach. Wenn ich die nicht so 100% treffe, ist das gar nicht schlimm. Das können wir gleich prima reparieren. Und ziehe dann die Farbe hier rein. Ja, ist auch alles geschlossen. Und jetzt stelle ich mal die unterste Ebene aus. Die brauche ich ja jetzt nicht mehr. Also kann ich anklicken und sogar löschen. Und kümmere mich nur noch um diese Ebene. Und wenn ich mir die jetzt hier anschaue, ja, dann hat die vielleicht noch so ein paar Ecken und Kanten. Ne? Deswegen gehe ich da einfach nochmal mit meinem Pinsel drüber, um das noch ein bisschen schöner zu machen. Das bleibt natürlich dir überlassen. Ne? Wenn du meinst, es ist alles prima so in Ordnung, dann brauchst du das natürlich nicht machen. Wenn du das aber machst, dann passiert dir wahrscheinlich dasselbe wie mir hier, dass ich jetzt hier noch einfach so ein paar weiße Stellen habe. Und die kann ich dann wiederum füllen. Ne? So. So, jetzt ist meine Pilzkappe soweit fertig, liegt auf ihrer eigenen Ebene, und jetzt kriegt sie ein bisschen Schatten. Bevor ich jetzt den Schatten da drauf lege, ich zeige dir einmal, was passiert, wenn ich das jetzt so mache. Ich nehme ein etwas dunkleres Rot, dann passiert Folgendes. Ich setze den Pinsel hier drauf und er ist überall sozusagen. Ja? Das möchte ich natürlich nicht, deswegen 2 Finger wieder zurück. Ich muss erstmal einen Alpha-Lock machen. Das heißt, ich klicke hier auf das kleine Bild, klicke hier auf Alpha-Sperre. Alpha-Lock nennt sich das im Englischen, Alpha-Sperre. Jedenfalls, wenn ich das Ganze jetzt mache und jetzt hier drüber gehe, dann passiert hier nichts mehr. Dann kommt nichts mehr hier außerhalb meines Pilzes. Also ein wenig mehr noch hier, ja, so. Hier kriegt er auch noch ein bisschen was. Und das reicht auch schon, ne? Jetzt hat er ein bisschen mehr Tiefe. Und jetzt gibt es noch ein paar Punkte. Das heißt, ich wechsle hier nochmal den Pinsel und mache das Ganze ein wenig heller. Und gehe jetzt hier nochmal so rein, dass er einfach so ein paar Punkte kriegt. Das sieht aber ganz hübsch aus. So, jetzt machen wir einfach weiter. Ne? Jetzt müssen wir die Unterlippe machen sozusagen hier. Ja. Die muss ich jetzt wieder nachzeichnen, also mache ich mir wieder eine neue Ebene und nehme wieder meinen Pinsel, den Roundliner, und ja, der muss natürlich jetzt auch ein bisschen dunkler sein als vorher, ist ja klar, liegt unten drunter, also muss das Ganze auch dunkler sein. Also so wird das passieren. Gehe ich hier einmal drüber und zeichne das hier rein und fülle das wieder mit der Farbe. So, jetzt brauche ich auch diese Vorzeichnungsebene nicht mehr. Ja, die dient ja immer nur so als so eine Hilfe. Ne? So, ich bleibe auf der Ebene, gehe wieder auf Alpha-Lock, also Alpha-Sperre hier, und mache dasselbe wie gerade. Was ich allerdings jetzt noch machen muss, weil
die obere Kappe liegt ja über dem, also ziehe ich das jetzt hier runter, so dass die Kappe da drüber liegt. Ja, jetzt kann ich auch gleich das ein bisschen besser steuern, wie viel Schatten ich hier brauche. Deswegen gehe ich hier drauf. Guck nochmal, Alpha-Sperre ist drin, ja. Also gehe ich hier nochmal rein, dass es so ein bisschen dunkler wird hier drunter. Wenn man hier ganz nah reinzoomt, dann sieht man auch, dass da ein schöner Schatten drauf liegt hier am Rand. Ja, und hier machen wir dasselbe jetzt nochmal. Er kriegt auch noch ein paar Punkte. Also wieder auf meinen Pinsel, eine andere Farbe. Und dann kriegt er hier auch noch ein paar. So, das machen wir jetzt weiter. Also mit der dritten Ebene. Die muss auch dahin, aber die muss ja wieder da drunter. Also ziehe ich die jetzt ebenfalls hier drunter. Kann man ja schon mal machen. Und gehe jetzt wieder mit einer neuen Farbe. Jetzt nehmen wir mal dieses Creme. Gehe ich hier drauf und nehme meinen Pinsel wieder. Zeichne hier auch das hier. Wieder oben drüber, damit das geschlossen sein kann. Ziehe das hier rein. Ja, jetzt sieht es schon fast wie ein Pinsel aus. Jetzt ist das Ganze auf der falschen Ebene. Also du siehst, was jetzt passiert ist. Ich habe keine neue Ebene erstellt, deswegen funktioniert das so nicht. Ne? Also machen wir das nochmal. Also neue Ebene. Die alte kann jetzt wieder gelöscht werden, sobald das neue gemalt ist. Also gehe ich da wieder drauf. Mal einmal nach. So. Und dann bin ich hier auf der neuen Ebene, lösche die Vorzeichnungsebene und fülle das Ganze mit der Farbe. Jetzt ist das hoffentlich unter meiner Kappe, genau. Ich könnte das noch ein bisschen höher schieben, weil hier sieht man noch ein bisschen was. Kein Problem, ich nehme hier einfach mein Transformationswerkzeug und schiebe das Ganze ein bisschen höher. Und jetzt machen wir dasselbe wie gerade. Wir legen wieder eine Alpha-Sperre an und wechseln den Pinsel. Machen das Ganze wieder ein bisschen dunkler. Und jetzt kannst du wahrscheinlich, ja, siehst du das sehr viel stärker. Ich kann auch immer den Pinsel noch ein bisschen kleiner machen. Dann kann man hier das noch an den Rändern besser sehen. Ja, das reicht mir auch schon. Im nächsten Schritt wieder den mit den Punkten. Mache das hier wieder heller. Und ja, gibt der ganzen Sache noch ein bisschen mehr Tiefe. So, jetzt fehlt noch unser Stiel. Ja, ich mache das Ganze ein bisschen kleiner. So, den machen wir an. Der muss natürlich jetzt ebenfalls ganz drunter liegen. Ja, so ungefähr muss das aussehen. Ich brauche wieder eine neue Ebene, weil soll ja jetzt unser Stiel sein. Ja, nehmen wir ein schönes Blau hier. Es ist ja ein abstrakter Pilz. Und jetzt bin ich im falschen Pinsel. Also nochmal hier hin zurück. Wieder den Roundliner und zeichne das hier ebenfalls nach. Zumindest so ungefähr. Und schließe das Ganze wieder. Und dann wird es hier gefüllt. Ja. So, jetzt kann ich wieder die Ebene löschen. Die brauchen wir jetzt ebenfalls nicht mehr. Jetzt gilt hier wieder, ich kann wieder das Großziehen, vielleicht nochmal hier die eine oder andere Sache ausbessern. Hier bleibt natürlich alles dir überlassen. Wichtig ist, dass hier keine weißen Stellen drin sind. Und wenn das passiert ist, dann gehst du hin und packst wieder ein wenig Schattierung drauf. Einfach einmal sicherstellen, Alpha-Lock einstellen, Alpha-Sperre. Hier wieder ein wenig reinpinseln. Ja. Hier, dann kriegt er einen schönen Schatten. Und wenn du nicht genug siehst, wie wir jetzt, weil wir den gar nicht so fürchterlich geändert haben, gehe ich hier nochmal rein, kann ich hier noch ein bisschen dunkler machen, heller, je nachdem, wie ich das möchte. Und dann noch einmal. Oder ich mache ihn auch wieder größer. Auch dann funktioniert das prima. Du siehst schon, jetzt wird er hier auch ganz, ja, wesentlich dunkler, der Pilz. Und je öfter ich das mache, desto dunkler wird es dann auch. Und dann noch einmal wechseln auf den Pinsel mit den Punkten. Und
dann mache ich das wieder etwas heller. Ich bleibe immer in der Schattierung drin, also in der Farbe. Und dann fällt das gar nicht, dann ja, sieht das einfach nur schön aus, ne, dass hier irgendwas passiert. Okay, was mir jetzt nicht gefällt, ist, dass die Lippe von dem Pinsel und die Kappe so fürchterlich ähnlich sind. Das heißt, ich würde gerne hier nochmal die Farbe ändern. Dafür nehme ich meinen Finger und nehme hier die Farbe auf und dann gehe ich hier rein und mache das Ganze ein wenig heller. Und ziehe jetzt die Farbe hier rein. Ja, und du siehst, was passiert. Jetzt ist es wesentlich heller und mir ist alles andere aber erhalten geblieben. Ja? Also die Punkte sind noch drauf, der Schatten ist noch da. Jetzt kann ich das Ganze natürlich noch ein bisschen anpassen hier, je nachdem, wie ich das haben möchte. So vielleicht. Vielleicht ist es sogar noch ein bisschen zu hell. Ja. Können wir gucken. Also wir gehen immer von der eigentlichen Farbe des Pilzes aus und dann gehe ich so ein klitzebisschen nach oben. Mal schauen. Ja, besser eigentlich, ne? Oder? Jo. Ich mache es sogar noch ein bisschen heller. Aber nur damit man jetzt was sehen kann, nicht weil es eigentlich so ist. Okay. Ja. Und damit ist unser Pinsel eigentlich auch schon fertig. Was ich dir noch zeigen möchte, ist, wie du das Ganze zusammen auf eine Ebene bekommst. Jetzt merge ich das hier alles zusammen und jetzt habe ich den Pinsel auf einer Ebene und kann das nicht mehr verändern. Dafür kann ich jetzt den ganzen Pinsel hin und her schieben. Ich kann ihn auch gerade stellen, ja, und dann ist er auch hier fertig. Ja, du siehst, es ist eigentlich ein einfaches Unterfangen, aber es bedarf ein bisschen Übung. Das ganze Procreate bedarf ein bisschen Übung und ja, es passiert mir auch heute noch, dass ich die falsche Ebene erwische, ne? Obwohl ich dann dreimal nachgucke, aber es passiert immer hin und wieder nochmal. Egal, man kann immer mit 2 Fingern wieder zurückgehen, das ist das Schöne daran. Das kannst du auf dem Blatt Papier nicht. Deswegen ist Procreate unter anderem natürlich auch so klasse. Ne? Ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast Lust bekommen mitzumachen. Und wenn dem so ist, dann abonniere doch unseren Kanal, klick die kleine Glocke an, damit du benachrichtigt wirst, wann immer wir ein neues Video posten. Und vergiss nicht auf den Like-Button zu klicken, denn wir machen natürlich noch mehr davon.